Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine super leckere Toffifee-Torte. Ja, diese Torte besteht aus meinem dunklen Biskuit und einer super leckeren Füllung aus Nussganache, Sahne und natürlich oben auf der schokoladig-nussigen Dekoration aus Sahnehäubchen und Toffifee. Wie könnte es anders sein? Wir beide, der Wolfgang und ich, aber auch unsere Kinder, wir setzen uns gerne mal abends zum Fernsehen hin und haben dann eine Packung Toffifee vor uns liegen. Und ihr könnt ja mal raten, was am Ende des Abends dann los ist mit der Packung. Ich verrate es nicht, aber ihr könnt es euch sicher denken. Und ich bin sicher, das geht nicht nur uns so. Sie sind einfach zu lecker und gehören zu meinen absoluten Lieblingssüßigkeiten. Deswegen dachte ich, jetzt muss mal so eine Torte her. Den dunklen Biskuit, den müsst ihr euch am Tag vorher am besten schon mal vorbacken. Ich verlinke euch den hier oben auf dem kleinen i und schreibe auch nochmal alles in die Infobox. In der Infobox findet ihr natürlich auch wieder die Zutaten, den Link zum Rezept auf meinem Blog. Dort könnt ihr das Rezept dann auch ausdrucken und nochmal nachlesen. Und da müsst ihr jetzt nicht großartig mitschreiben. Herzlich willkommen an alle Neuen auf diesem Kanal. Immer sonntags um 10 Uhr gibt es ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Deswegen gleich mal hier abonnieren und gerne den Kanal auch teilen. Und Wünsche natürlich in die Kommentare schreiben. Versuche ich immer einzubauen. Ja, und unter der Woche gibt es oft Vlogs in nächster Zeit. Wir haben ein neues Wohnmobil. Der letzte Vlog, den wir hochgeladen haben, das war jetzt am Dienstag. Und den verlinke ich euch auch nochmal hier oben, falls es jemanden noch interessiert. Unsere erste Wohnmobiltour und wie unser Hund sich nicht getraut hat einzusteigen. Genug geschwätzt, wie man hier im Baden sagt. Wir starten gleich in die Zubereitung unserer Füllung für die leckere Toffifee-Torte. Als erstes geben wir uns die Zartbitter-Nussschokolade in eine Schüssel. Am besten schon so ein bisschen zerkleinert. Wer möchte, kann sie auch hacken, dann geht es noch schneller. Und hier geben wir jetzt die heiß gemachte Sahne darüber und lassen das einfach so ein bisschen stehen, das Ganze. Einfach 5 Minuten bedeckt stehen lassen und dann verrühren zu einer Ganache. So, und nach der Einwirkzeit das Ganze mit einem Spatel schön verrühren, nicht zu viel Luft reinrühren. Sieht am Anfang so aus, als würde sich das Ganze nicht gut verbinden. Dann aber immer weiter rühren und am Ende habt ihr eine wunderschöne Haselnussganache. Wer Haselnüsse nicht verträgt, der kann auch gerne eine Mandel-Zartbitterschokolade verwenden. Das ist natürlich auch möglich. Oder eben die Nüsse ganz weglassen zur Not. Aber ja, in Toffifee ist ja nun auch schließlich Nuss drin. Also irgendwas in der Art sollte es schon sein. Die Ganache nach dem Anrühren etwas abkühlen lassen und dann können wir sie auch schon auf unseren ersten Boden geben, den wir allerdings zuerst mit Karamell beträufeln. Wie immer habe ich meine Tortendrehplatte hingestellt, eine Tortenpappe draufgelegt und jetzt gebe ich hier meinen ersten Boden drauf und stelle natürlich einen Tortenring darum, denn wir werden ja die Torte jetzt mit relativ zunächst mal flüssiger Creme füllen. So. Und das erste, was ich auf den Boden gebe, ist das Karamell. Und ich habe da jetzt einfach so eine Karamellsoße gekauft. Ihr könnt das Karamell auch selber machen. Dazu findet ihr auch einige Rezepte bei mir auf dem Blog. Ich muss mal nachschauen, wo ich das genau habe. Dann verlinke ich euch das auch noch unten in der Infobox, falls ihr es selber machen wollt. Ich war jetzt zugegebenermaßen zu faul und drizzle mir das jetzt hier einfach aus der Flasche so ein bisschen auf den Boden. Einfach so ein bisschen was. Dann wird das Ganze verstrichen, dass es so richtig schön karamellig in den Poren dann hängt. So lecker. Kann noch ein bisschen mehr sein. So. Wunderbar. Auf den leckeren mit Karamell getränkten Boden geben wir uns jetzt unsere Ganache. Die sollte natürlich, wie gesagt, ein bisschen abgekühlt sein.
Die Nüsse natürlich jetzt ein bisschen verteilen, damit jeder auch viel Nuss hat. Ich habe jetzt, wie ihr seht, noch einfache Zartbitterganache hinzugefügt, einfach weil ich ganze Haselnüsse in der Schokolade hatte und die mir so rausstehen sonst. Ich finde es aber sowieso besser, eine dickere Schicht Schokolade zu haben. Grundsätzlich ist immer besser. Hierüber drisseln wir jetzt auch noch mal etwas Karamell. Das muss ja sein, also nur so ein Hauch. So. Und das wird mega lecker. Hier kommt jetzt der mittlere Boden oben auf. Den Boden jetzt einfach auf die Schicht gleiten lassen, vorsichtig. Krümelt bei mir noch ganz schön. Vorsichtig glätten das Ganze, andrücken. Nicht zu doll, einfach nur so zart andrücken. Hier auf diesen Boden werden wir jetzt auch wieder etwas Karamell drisseln, natürlich. Wieder etwas reinstreichen in die Poren. Und jetzt können wir uns hier unsere leckere Sahne drauf geben, den letzten Boden auflegen und da muss die Torte natürlich erstmal kalt stehen. Am besten 2 Stunden. Jetzt können wir uns die Sahne steif schlagen und dabei den Zucker und das Sahnesteif einrieseln lassen. Wenn die Sahne so schön steif geschlagen ist, dann können wir sie uns jetzt auf den mittleren Boden geben. Also unsere Sahne jetzt hier auf den mittleren Boden geben. Und die Sahne ist so jetzt sehr süß. Das gleicht natürlich die Zartbitterschokolade sehr gut aus. Wer das nicht so süß haben möchte, sondern insgesamt eher weniger süß oder weniger kalorienreich, der kann gerne die Hälfte des Zuckers verwenden. Ich finde es so gut. Einfach weil es dann eben wirklich den Zartbittergeschmack ausgleicht. Aber wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen. Das Ganze jetzt schön glatt streichen und dann werden wir uns noch natürlich wieder etwas Karamell oben aufgeben. Und da dies jetzt keine so dicke Schicht ist, müsst ihr auch kein weiteres Steifungsmittel, nur das Sahnesteif verwenden. Das hält dann auf jeden Fall. So, super schön glatt. Und das Karamell darf natürlich nicht fehlen. Einfach nochmal wieder so ein Hauch. Kann auch in der Spirale sein. Und jetzt legen wir uns den letzten Boden oben auf. Ich bin schon total begeistert von der Torte. Ich mag Toffifee einfach so gern. Und vorsichtig gleichmäßig festdrücken. Jetzt nicht zu doll drücken, sonst presst es die Füllung raus. Also wirklich nur vorsichtig, einfach, dass möglichst keine Luftblasen entstehen. So, und so schön gefüllt werden wir uns die Torte jetzt abdecken. Und jetzt darf sie für 2 Stunden mindestens, besser aber natürlich wie immer über Nacht, in die Kühlung. So, die leckere Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank, wie immer, schön abgedeckt. Und mit einer zweiten Abdeckung, also zur Sicherheit, dass wirklich keine Gerüche dran kommen. Ich rate euch, die Torte wirklich 4 Stunden mindestens oder besser noch über Nacht im Kühlschrank zu lassen. Ich sehe das einfach, an der Seite ist so ein bisschen was ausgelaufen und das war nach 2 Stunden noch nicht fest. Deswegen ist es einfach sicherer, das wirklich lang genug zu kühlen. Wir werden uns jetzt um das Eindecken der Torte kümmern und um die finale Dekoration. Fürs Eindecken der Torte brauchen wir wieder eine Ganache und zwar diesmal eine ohne Nüsse natürlich. Einfach Zartbitterschokolade nehmen, Sahne dazugeben, die Sahne gerade kurz erhitzen
wieder über die Schokolade geben, damit die schön schmelzen kann. Und wie gesagt, am besten geht das, wenn man das wirklich abdeckt und 5 Minuten stehen lässt und dann erst durchrührt. Und während ich jetzt auf meine Ganache warte, schlage ich mir noch die restliche Sahne steif. Auch da könnt ihr den Zuckergehalt variieren, ganz nach eurem Belieben. Ich nehme jetzt 50 Gramm Zucker, was auch recht viel ist, und Sahne steif. Ich schlage die Sahne wie immer erst an und füge dann erst meinen Sahnesteif und den Zucker hinzu. Dann spritzt es nicht so sehr und ihr habt nachher nicht die ganze Küche zu reinigen. Und sobald die Sahne schön steif geschlagen ist, können wir sie uns beiseite stellen und uns um unsere Ganache kümmern. Ich denke, es ist jetzt bereit zum Verrühren wieder. Und ihr seht schon, da hat sich die Schokolade schön aufgelöst. Das sieht anfangs wirklich immer so aus, als ob da sich nichts verbindet, aber nach einer Weile entsteht dann eine wunderbare, schöne Schokoladensahne. Schauen, dass man nicht zu viel Luft in die Ganache einrührt. Man möchte sie ja nicht aufschlagen. Wenn ihr diese Ganache über Nacht auf der Küchentheke stehen lasst und sie am nächsten Tag aufschlagt, dann habt ihr eine tolle Tortenfüllcreme. Also die lässt sich auf zweierlei Weisen eben verwenden. Wir haben einmal eben diese dunkle Farbe und wenn man sie aufschlägt, dann wird sie etwas heller. Ich werde diese Creme jetzt aufteilen in 2 Teile. Ein Teil kommt nachher in die Mitte der Torte gegossen, sodass es wie ein Toffifee aussieht. Und der andere Teil wird jetzt mit der geschlagenen Sahne vermischt. Dafür lassen wir uns das Ganze natürlich noch ein wenig abkühlen. Und damit das gut funktioniert nachher, gieße ich mir jetzt einfach 100 Gramm hier mal in ein Kännchen. Diese 100 Gramm brauche ich nachher dann für die Mitte der Torte. Ja, und die restliche Creme lasse ich mir jetzt hier in meine Sahne einfließen. Die sollte natürlich schon abgekühlt sein, sonst wird die Sahne so arg schmelzen. Das sollte ja nicht sein. Und jetzt können wir das Ganze miteinander verrühren. Und erhalten eine wunderschöne Creme zum Einstreichen unserer Torte. Es sollte die Creme bei euch noch zu flüssig sein, dürft ihr sie jetzt gerne noch mal kalt stellen. Also achtet wirklich darauf, dass die Ganache ziemlich gut abgekühlt ist, bevor ihr sie hier dazu gebt. Während jetzt die Creme noch ein bisschen kalt steht bei mir, hole ich mir die Torte aus dem Ring. Gerade freischneiden. Den Ring öffnen. Und abheben. So, ich hatte mir die Creme noch etwas kalt gestellt und gebe jetzt hier einen Teil auf die Torte. Einen Teil behalte ich mir noch zurück für die Häubchen, für die Sahnehäubchen. Also ein bisschen was zurückbehalten, nicht vergessen, sonst habt ihr nachher zu wenig. Das Ganze schön verstreichen, wie immer. Auch an den Seiten natürlich schön verstreichen. Und wenn alles so schön eingestrichen ist, dann das Ganze nochmal mit der Teigkarte abziehen und die Torte nochmal kurz kalt stellen, damit das Ganze anziehen kann. Und in der Zeit können wir dann auch nochmal die restliche Creme kalt stellen. Die müssen wir nochmal aufschlagen, damit wir hier die Häubchen spritzen können. So, ich habe mir den Rest der Creme nochmal mit 100 Gramm Sahne vermischt. Keinen Zucker mehr hinzugegeben, weil ich einfach den Rand nochmal einstreichen wollte. Da hatte ich etwas zu wenig Creme. Und ich werde jetzt auch noch Krokant außenrum geben. Einfach für den Crunch. Das
müsst ihr natürlich nicht machen, könnt ihr auch weglassen. Aber ich finde, es passt schön zu dieser Torte und schmeckt dann sicherlich noch mehr nach Haselnuss und ja, einfach schön crunchig. Hat natürlich immer den Vorteil, dass man so ein bisschen Unebenheiten auch leicht verdecken kann, wenn man so ein bisschen den Rand noch eindeckt. Ist aber halt natürlich noch mal ein Schritt Arbeit mehr. Und wenn der Rand so schön geriegelt ist, dann können wir uns die Dekoration oben aufspritzen. Los geht's. Ich teile mir die Torte noch ein in 14 Stücke. Nehmen wir mal 16 Stücke. Voilà. Jetzt sehe ich nämlich auch gut, wohin ich spritzen muss mit meinen Tuffs. Und die mache ich jetzt relativ groß, damit einfach die Toffifee-Federn auch gut drauf halten. Und ihr seht, dass die Creme jetzt ein bisschen heller ist. Das liegt einfach daran, dass ich halt nochmal Sahne geschlagen habe und die vermischt habe damit. Sonst hätte mir das nämlich nicht gereicht. Ganz wenig Sahne ist noch übrig, ganz selten bei mir, dass ich wirklich mich nicht verrechnet habe. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass hier in der Mitte die Schokolade nicht zu weit fließt. Deswegen müsst ihr die richtige Temperatur haben für die restliche Ganache. Da müsst ihr am besten auf dem Teller vorher so ein bisschen probieren, damit einfach da nichts überfließt. So, los geht's. Ihr seht, ich habe in der Mitte nochmal mit dem Spatel einen Kreis mir gezeichnet, damit ich jetzt einfach weiß, wohin ich meinen Toffifee-Ganache-Punkt hinspritzen soll. Und ich habe die Torte auch vorher nochmal in den Tiefkühler gesetzt, damit es einfach schön anzieht jetzt. Und darauf achten, dass bevor ihr gießt, dass eure Ganache die richtige Gießtemperatur hat. Einfach vorher nochmal prüfen, mit dem Löffel wieder in die Kanne fließen lassen, um zu sehen, ob es auch richtig fließt. Jetzt das Ganze eben mittig verteilen. Und jetzt eventuell nochmal ausstreichen, dass es bis zum Rand geht. Es zieht jetzt sehr schnell an, deswegen muss man sich da so ein bisschen beeilen. So, und jetzt mache ich nichts mehr, auch wenn es jetzt nicht 100% rund geworden ist, weil einfach ich merke, wie es anzieht und jetzt würde ich es nur noch verderben. Also dann wirklich so lassen, nichts mehr machen. Gucken, dass ihr wirklich genug Ganache habt, um eben diesen Punkt in der Mitte auszusprühen. Und jetzt sieht es wirklich ja aus wie ein riesiges Toffifee. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, wenn man möchte, sind die Toffifees auf den einzelnen Sahnehäubchen. Ich finde, es sieht auch so sehr, sehr schön aus, aber das mache ich natürlich noch. Also los geht's. Die leckeren Pralinen aus der Schachtel nehmen. Oh mein Gott, das wird so lecker. Und jetzt halt hier irgendwie aufsetzen. Einfach oben drauf. So. Fertig ist unsere wunderschöne Toffifee-Torte und wir können sie probieren. So, dann wird das Törtchen jetzt mal angeschnitten. Ich bin sehr gespannt. Und da ist unsere Toffifee-Torte. Wahnsinn! Oh mein Gott, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Sehr lecker. Ich schneide mal noch ein zweites Stück gleich für Jo aus. Der möchte auch probieren. Da kann natürlich keiner Nein sagen bei so einer Torte. Ich habe sie jetzt vor dem Anschneiden noch mal gut gekühlt. Halbe Stunde in den Tiefkühler gestellt, sodass sie sich schön anschneiden lässt. Wenn sie länger draußen steht, kann es sein, dass die untere Ganache so ein bisschen flüssiger wird. Das ist ja auch toll.
aber dann lässt es sich halt nicht so gut anschneiden. Wir beide freuen uns jetzt aufs Probieren. Jo hat gerade gesagt, ja, die Torte sieht ja aus wie ein riesiges Toffifee. Ja, natürlich, die sieht aus wie ein riesiges Toffifee. Das ist der Sinn der Sache. Wir probieren jetzt mal für euch, damit ihr nicht so lange auf die Folter gespannt werdet, und sagen euch, wie sie schmeckt. Oh mein Gott. Wenn ihr noch ein bisschen Soße übrig habt, Karamellsoße, könnt ihr auch noch ein bisschen Soße drüber machen. Möchtest du? Ja, gern. Das macht das Ganze noch leckerer. Total schokoladig und karamellig. Knusprig. Hat sie dir geschmeckt? Ja, sehr. Oder kann man eigentlich nicht essen, oder? Schmeckt überhaupt nicht. Ja, die beste. Also schmeckt wirklich hammerlecker. Also die Schokoböden, die kennt ihr ja schon, die sind super fluffig. Dazwischen halt die schokoladige Nussganache und die süße Sahne. Die würde ich beim nächsten Mal ein bisschen weniger süß machen. Das ist wirklich extrem süß geworden. Also auf jeden Fall weniger Zucker verwenden. Ansonsten ist die Torte echt der Kracher. Für alle Toffifee-Fans bestimmt das geniale Geburtstagsgeschenk. Jetzt doch lieber diese als Geburtstagsgeschenk? Ja. Okay. Das war meine super leckere, super schokoladig-karamellige Toffifee-Torte. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr werdet die Torte einmal ausprobieren. Dann schickt mir bitte eure Fotos gerne auf Facebook oder auf Instagram. Alle Links dazu findet ihr hier unten auch in der Infobox. Vergesst bitte nicht, mir einen netten Kommentar dazulassen und das Video mit euren Freunden zu teilen, mit der Familie vielleicht. Dazu findet ihr auch hier den Teilen-Button unter dem Video. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bleibt gesund und bis nächste Woche, beziehungsweise bis vielleicht Dienstag 18 Uhr für einen neuen Vlog. Tschüss! Damit das nicht. Na, krokant am Ende. Auch super. Schön crunchy. Ja. Und die Ganache hier unten. Pure Schokolade.